Hallo ihr Lieben, es ist sehr heiß gerade im ganzen Deutschland und ich dachte, ich muss was ganz Leckeres, Einfaches für diese Tage mit euch teilen, um uns schön zu kühlen. Und heute habe ich ein tropisches Pina Colada Eisrezept für euch. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Ich habe hier schon den Ananas, gefrorenen Ananas in eine so Mixerdose gemacht und dazu gebe ich noch ein bisschen Ananassaft, gerade nur ein bisschen, weil ich erstmal dann alle Zutaten zusammen mischen will, um zu sehen, wie viel die Mengen sind, und erst dann werde ich dann anpassen. Das hängt dann davon ab, wie deine Eisform ist. Dann kann man ein bisschen mit dem Ananassaft nachfüllen. So, erstmal nur ein bisschen. Das hilft dann beim Mixen. So, dann das Ganze schön pürieren. Ich habe noch ein bisschen Ananassaft dazugegeben, weil so ein Mixer kann nicht ganz tiefgefrorene Sachen so einfach mixen. Deswegen, wenn das bei dir auch passiert, dann noch ein bisschen Saft dazugeben. So, dann ist die Ananas schön püriert. Ich habe jetzt ungefähr halbe Liter Ananaspüree und dazu werde ich jetzt ein bisschen weißer Rahm geben, weil Pina Colada, aber wenn du es kinderfreundlich machen möchtest, dann einfach diesen Rahm weglassen. So 5 Pinchen dazu. Das wird dann für jeden Eis eine halbe Pinchen. Und dann das kurz mixen. Dann habe ich noch Kokosnussmilch und ich habe den Kokosnussmilch kurz im Kühlschrank getan, weil wir brauchen nur den Creme. Und wenn es so warm ist, dann wird das alles ganz flüssig. Deswegen kurz im Kühlschrank und dann den Creme von oben einfach dazugeben. Und ich werde jetzt noch mit dem Stabmixer kurz das auch mixen, so dass auch die Kokosnussmilch dann ganz gut vermischt ist. Und dann ist die Mischung auch schon fertig. Dann einfach die Eisform befüllen und abkühlen lassen. Natürlich, wenn du einen Hochleistungsmixer hast, dann kannst du das alles auch einfach in das Mixer geben und mit dem Ananassaft dann befüllen, so dass so dass es genug für die Eisform ist. Und ich will auch noch nachdem mit solchen Cocktailkirschen dekorieren. Ganz oben drauf. Ich lasse den Eis erstmal fest werden oder ein bisschen fester werden, und dann werde ich mit den Kirschen noch oben drauf dekorieren. Das gleiche gilt auch mit den Stielen. Diese Eisform ist so, dass die Stiele nicht festhalten. Deswegen werde ich erstmal ungefähr 1 bis 2 Stunden den Eis einfrieren lassen und erst dann die Stiele und die Kirsche dann draufgeben. Oder die Kirsche draufgeben und die Stiele dann befestigen. Aber jetzt einfach in das Form füllen. Und wenn du auch mit den Kirschen dekorieren möchtest, dann so nicht ganz bis zum oben füllen. Der Eis liegt schon im Tiefkühlschrank und ich freue mich schon. Ich werde es direkt morgen dann probieren. Und ich habe auch die Masse schon probiert, weil da keine so rohe Sachen sind, kann man das auch direkt dann abschmecken und es schmeckt sehr lecker.
Wie gesagt, ich werde dann nochmal mit den Kirschen ein bisschen später dekorieren und wie ich gesagt habe, lass ein bisschen Platz, wenn du auch mit Kirschen dekorieren möchtest, sonst ja, wird das dann nicht in dieser Eisform bleiben. Ich habe das schon gemacht und wenn man die zu voll befüllt, dann hat man auch Eis einfach im Gefrierfach, einfach so am Boden und nicht nur im Eisform. Und das gleiche auch mit den Stielen, weil meine Form diese Stiele nicht festhaltet, werde ich die auch erst später reingeben, nach so etwa 1 bis 2 Stunden. Das kann man einfach testen, wenn die Stiele dann fest bleiben, dann kann man die einfach reintun und die bleiben dann auch stehen. Das war jetzt ein ganz einfaches Eisrezept und wenn du den auch nachmachst, dann bist du auch bereit für die kommenden heißen Tage. Ich hoffe, dir hat dieses tropische Eisrezept gefallen und wenn ja, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.